Beim Durchgehen eurer Community-Vorschläge bin ich auf eine spannende Trading-Strategie gestoßen. Leider konnte ich den ursprünglichen Kommentar nicht mehr finden, aber die Strategie stammt vom Kanal Trade Algorithm. Das Video verspricht uns einen neuen, akkuraten Trendfolgeindikator, mit dem angeblich bereits 29 Trader im letzten Monat eine Funnel-Challenge gewonnen haben. Das klingt vielversprechend und genau deshalb nehmen wir die Strategie jetzt unter die Lupe. Ich werde sie in über 100 Trades auf Herz und Nieren prüfen und euch im Anschluss mein detailliertes Ergebnis präsentieren. Dazu gehen wir auf TradingView und wählen hier oben unser Symbol aus. Der Trade Algorithm funktioniert die Strategie auf jedem Markt. Wir testen diese heute im Euro-US-Dollar im Forex-Markt. Auch beim Timeframe könnt ihr flexibel sein. Wir nutzen für unseren Test analog 15 Minuten Kerzen. Klickt anschließend hier oben auf Indikatoren und sucht nach Zero Lag Trend Signals. Nehmt unbedingt den Indikator mit der Multi-Timeframe-Funktion von Algo Alpha. Der Clou an diesem Trendfolgeindikator ist, dass er den Trendwechsel präziser und schneller vorhersagen soll als langsame gleitende Durchschnitte. Daher auch der Name Zero Lag, also quasi ohne Verzögerung. Der Indikator kommt mit einem Trendband daher, das je nach Trendrichtung die Farbe wechselt. Rot für einen Abwärtstrend und grün für einen Aufwärtstrend. Aber das ist noch nicht alles. Die großen Pfeile zeigen euch Haupttrendumkehrpunkte an. Grüne Pfeile für Aufwärtsbewegungen und rote für Abwärtsbewegungen. Die kleinen Pfeile entlang des Bandes signalisieren Pullbacks, also ideale Einstiegspunkte, falls ihr die Hauptbewegung verpasst habt. Ein weiteres nützliches Feature ist die Multi-Timeframe-Analyse. Ihr seht nicht nur den 15-Minuten-Trend, sondern gleichzeitig auch die Trends des Indikators auf der 5 Minuten, 1 Stunden, 4 Stunden und Tagesbasis. Das ist, als hätten wir 5 Indikatoren in einem für ein vollständiges Marktbild, ohne euer Chart zu überladen. Wenn wir einmal per Doppelklick in die Einstellung des Indikators gehen, finden wir zwei Basiseinstellungen. Die Länge bestimmt die Sensitivität des Indikators. Eine höhere Länge sorgt für weniger, aber saubere Signale und filtert das Marktrauschen besser heraus. Eine geringere Länge würde auch mehr Signale liefern, die aber anfälliger für Fehlsignale sein könnten. Der Band Multiplier beeinflusst die Breite des Trendbandes. Ein höherer Multiplier erzeugt ein breiteres Band, was ebenfalls dabei hilft, Fehlsignale zu reduzieren. Ein schmaleres Band hingegen würde potenziell mehr Handelsmöglichkeiten anzeigen. Trade Algorithm empfiehlt für Forex Trading spezifische Einstellungen, um das Beste aus diesem Indikator herauszuholen. Deshalb passen wir die Länge auf 80 und den Band Multiplier auf 3 an. Die Farbe der bullischen Pfeile ändere ich noch auf eine grüne, weniger grelle Farbe. Damit sind unsere Einstellungen schon komplett, so dass wir uns jetzt die Regeln für die Entries ansehen können. Für Kaufsignale gibt es zwei Szenarien, die wir berücksichtigen. Ein Signal ist dann valide, wenn wir einen großen grünen Pfeil sehen und zusätzlich alle Werte in der Multi-Timeframe-Tabelle ebenfalls bullish anzeigen. Das stellt sicher, dass wir in die übergeordnete Trendrichtung handeln. Kleine Pullback-Signale sind ebenfalls valide, aber nur dann, wenn mindestens die letzten 3 höheren Timeframes bullish anzeigen. Sobald eines dieser Kaufsignale eintritt und alle Bedingungen erfüllt sind, eröffnen wir unsere Buy-Order beim Open der nächsten Kerze. Den Stop-Loss platzieren wir großzügig unterhalb des Trendbandes. Wenn dieser Stop-Loss weiter gefasst ist, peilen wir ein kleineres Risk-Reward-Verhältnis von 1 zu 1,5 an. Der Trend hilft uns dabei, hier einen schönen Profit zu erzielen. Für Verkaufssignale geht genau die umgekehrte Logik. Das heißt, wir suchen entweder nach einem prominenten roten Pfeil, bei dem alle Multi-Timeframe-Signale übereinstimmen und bearish sind, oder wir haben hier einen kleinen roten Pullback-Pfeil, weil wir hier wiederum die 1 Stunden, 4 Stunden und Tagestimeframes bearish anzeigen müssen. Wenn alle Bedingungen für ein solches Verkaufssignal erfüllt sind, steigen wir beim Open der nächsten Kerze in den Trade ein. Für den Stop-Loss orientieren wir uns am oberen Ende des Trendbandes und für den Take-Profit ziehen wir auf das 1,5-fache des Risikos ab. Und auch dieser Trade ist erfolgreich aufgegangen. Für das Szenario mit den 100 Trades habe ich mir wieder zusätzlich einen Sessions-Indikator auf den Chart geladen. Das heißt, ich werde nur Entries suchen, die zwischen 9 und 23 Uhr liegen, also mit der volumenstarken London und New York Session und wenn wir üblicherweise selbst traden würden. Dann legen wir mal los. Okay, es sind einfach keine Signale mehr gekommen. Deshalb dachte ich mir, ich lasse das Skript einmal von einer KI optimieren, so dass mir nur noch Signale mit wirklich validen Entries angezeigt werden. Nachdem ich das angepasste Skript in TradingView geladen habe, sehen wir bereits, dass die Zeiträume, bis wir ein valides Signal erhalten, recht groß sind. Aber mit dieser Hilfe spart es mir deutlich mehr Zeit, die 100 Trades zu finden. Und tatsächlich hat es dafür fast ganze 2,5 Jahre und sogar die Einbeziehung eines zusätzlichen Forex-Paares gebraucht, da ich das Ende der mir zur Verfügung stehenden TradingView-Daten erreicht hatte. Mit Blick auf das Performance-Chart zeigt sich, die Strategie konnte im ersten Drittel noch einen ziemlich steilen Anstieg verzeichnen, doch die restlichen Trades danach waren leider ziemlich durchwachsen, so dass die Performance stagnierte. Die Winrate ist mit 46% vergleichsweise hoch, dem steht auch ein eher niedriges Risk-Reward-Verhältnis von 1 zu 1,5 entgegen, das durch Gaps im Markt sogar auf 1,146 sinkt. Bei einem Risiko von 2% pro Trade kommen wir so auf einen Gesamtgewinn von rund 27%. Zieht man noch Handelsgebühren und Spread ab, landen wir im sehr niedrigen zweistelligen Profit-Bereich. Der maximale
Drawdown ist mit etwas über 11% zwar verhältnismäßig niedrig, aber zum Bestehen einer Prop Challenge würde das nicht ausreichen. Was mich an der Strategie stört, sind vor allem 2 Punkte. Erstens der teilweise unvernünftig tief gesetzte Stop-Loss. Vor allem, wenn die Marktstruktur zeigt, dass ein engerer Stop-Loss ausreichen würde. Denkt immer daran, je tiefer der Stop-Loss liegt, desto länger braucht der Preis, um euren Take-Profit bei einem festen Risk-Reward-Verhältnis auszulösen. Zweitens die extrem langen Wartezeiten zwischen den Signalen. Wie ich bereits gezeigt habe, dauert es mitunter Wochen oder sogar Monate, bis sich ein valides Signal einstellt. Wenn sich das viele Warten wenigstens positiv auf die Qualität der Signale auswirken würde, dann könnte man das zumindest mit einer entsprechend hohen Anzahl gleichzeitiger Paare, die man handelt, wieder ausgleichen. Aber Trade Algorithm hat noch ein Ass im Ärmel und nutzt als dritten Ansatz für die Strategie einen weiteren Indikator zur Bestätigung der Signale. Das wird zwar das Problem mit der Signaldauer nicht lösen, aber vielleicht können wir die Qualität deutlich steigern. Denn er sagt selbst, the win rate goes through the roof. Dazu klicken wir wieder hier oben auf Indikatoren und suchen nach Momentum Biased Index. Nehmt auch diesen vom Autor Algo Alpha. Auch hier gibt es wieder optimale Einstellungen für den Forex-Markt. In der Input-Section erhöhen wir die Momentumlänge von 10 auf 50 und reduzieren den Standard Deviation Multiplier von 3 auf 1. Dieser Indikator hilft uns, das Momentum im Markt zu erkennen. Wenn ein roter oder grüner Balken über dieser gepunkteten Linie liegt, deuten wir das als hohes Marktmomentum. Genau diese Komponente ergänzen wir nun als zusätzliche Bestätigung zu unseren Kauf- und Verkaufssignalen, wobei auch hier die Farbe übereinstimmen muss. Da ich bereits 100 Trades auf dem Chart eingezeichnet habe und sich an der Grundeinstellung sonst nichts ändert, ist es ein leichtes, diese nur nach den neuen Regeln zu filtern. Sobald ich damit durch bin, werde ich noch weitere Trades identifizieren müssen, um wieder auf insgesamt 100 Trades zu kommen. Wie erwartet hat sich der benötigte Zeitraum für die 100 Trades deutlich erhöht. Ich bin nach 4 Jahren Datenanalyse für euch mit dem Ergebnis zurück. Entgegen der Erwartungen hat die Ergänzung des Momentum-Indikators die Performance leider eher verschlimmbessert. Wir hatten zwar immer noch einen steilen Anstieg zu Beginn der Testserie, aber unsere Trade-Performance kam anschließend über die Hälfte der Testreihe nicht einmal über diesen Hochpunkt hinaus. Erst im Euro-US-Dollar-Paar hat sich die Lage leicht stabilisiert und verbessert, wobei wir zum Ende hin leider wieder einen Abwärtstrend sehen können. Wenig überraschend hat sich die Winrate um 2% verschlechtert und es gab noch die ein oder andere Gap, so dass wir bei einem durchschnittlichen Risk-Reward-Verhältnis von 1 zu 1,44 herauskommen. Der Profit liegt bei 15% und wenn wir weitere Kosten abziehen, können wir grundsätzlich von einer Break-Even-Strategie ausgehen. Am gravierendsten ist jedoch der deutlich gestiegene maximale Drawdown. Ich will die Strategie aber noch nicht aufgeben und einmal im Kryptomarkt testen. Deshalb suchen wir hier oben nach einem Bitcoin-Chart. Für Krypto hat Trade Algorithm seine ganz eigenen perfekten Einstellungen bei den Indikatoren. Für den Zero-Leg-Indikator ändern wir die Länge von 80 auf einen niedrigen Wert von 10 und den Multiplier passen wir auf 1,5 an. In der Style-Section empfiehlt der Autor außerdem, die kleinen Pullback-Signale zu deaktivieren. And here's a pro tip. Turn off those bullish and bearish entry boxes in the Style tab. Trust me on this one. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen das haben wird. Die Einstellungen im Momentum-Indikator behalten wir bei, die Länge bleibt bei 50 und der Standard Deviation Multiplier bei 1. Außerdem werde ich diesmal den Stop-Loss weniger konservativ setzen. Wie bereits in der Analyse angedeutet, werde ich, wenn es ein offensichtliches Swing High oder Low gibt, den Stop-Loss knapp darunter oder darüber platzieren, anstatt ihn so weit vom Einstieg entfernt zu lassen. Dann gehen wir jetzt nochmal mit neuen Voraussetzungen, aber gleichen Bedingungen in die nächsten 100 Trades. Auf geht's! Und während ich die 100 Trades durchführe, nehmt euch gerne kurz die Zeit für ein Like und Abo. Für euch ist das kostenlos und hilft mir enorm, diese hilfreichen Inhalte noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Okay, das ist ein Novum, aber ich musste den Test nach nur 30 Trades abbrechen. Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass wir hier keine nennenswerte Verbesserung erzielen würden, sondern durch das Abschalten der Pullback-Signale musste ich mich durch mehrere Kryptopaare kämpfen, um überhaupt valide Trades zu finden. 8 Jahre für gerade einmal 30 Trades auf dem 15-Minuten-Timeframe, das lässt sich auf einen Trade aller 3 Monate extrapolieren. Das ist alles andere als gut. Ihr könnt auch an den Performance-Zahlen sehen, dass das Trust me on this one. An dieser Stelle leider nicht ganz gehalten hat. Schade, denn die Strategie hat tatsächlich interessante Ansätze. Signale nur in Richtung des Trends mit Blick auf die übergeordneten Timeframes und auch die Einbeziehung von Momentum, das sind definitiv gute Ideen. Aber diese extrem langen Zeiträume zwischen den Signalen und die niedrigen Risk-Rewards machen sie in der Praxis leider ineffizient. Was ich an Trade Algorithm aber wirklich gut finde und unterschreibe, ist seine Aussage in der Mitte des Videos. Because it's not just about one indicator. You need everything. Smart entries, volume confirmation, proper risk and automation, all working together. Otherwise, your results end up like this. Genau das. Wenn das so ist, dann zeigt es doch bitte möglichst objektiv und reproduzierbar. Denn so landet die Strategie bei mir im Gesamttracking leider nur auf dem 50. Platz und ich habe hier bereits die beste Variante aus der Testreihe genommen. Ich kann verstehen, dass solche Videos mit niedriger Performance enttäuschend sein können, aber genau das ist die wichtigste Lektion. Nicht jede Strategie, die online beworben wird, hält, was sie verspricht.